Anfangs wieder und erfahren, dass Saschas Mutter ihn zu einem Psychiater geschleppt hatte, der ihn zum Glück nicht irgendwo einwies, sondern hierher schickte. Dieser Club scheint den jungen Menschen sowas wie Geborgenheit zu geben, in einer Zeit, die immer härter wird, nicht nur in Bezug auf die Versorgung. Erwachsene nehmen den Club durchaus ernst und versuchen, wie diese ehemalige Lehrerin, sich zu engagieren. Wie ist man denn hier auf den Komsomol zu sprechen? Allein der Begriff Komsomolze ist ein Schimpfwort geworden, sagt dieses Mädchen. Wenn man Metallist sagt, dann ist das ganz in Ordnung. Die Komsomolzen haben heute überhaupt kein Ansehen mehr bei der Jugend. Jetzt sagt man ja immer, man muss den Komsomol wiederbeleben. Aber wozu einen alten Behälter benutzen? Wir brauchen das nicht. Alle, die wir hier treffen, machen einen sehr selbstbewussten Eindruck. Junge Menschen, die zumindest genau wissen, was sie nicht wollen. Und die im Gegensatz zu ihren Eltern keine Angst mehr haben, den Mund aufzumachen. Bevor wir gehen, spreche ich Ira noch kurz an, was das denn mit dem psychologischen Dienst auf sich hat. Die 14-Jährige erklärt mir, dass sie Briefe beantwortet und am Telefon einfach zuhört. Die Ursachen könne sie meist nicht beseitigen. Was soll man machen, wenn Eltern Alkoholiker sind? Aber, sagt sie, ich fühle die Möglichkeit in mir, anderen Menschen zu helfen, sie moralisch zu unterstützen. Я чувствую просто в себе возможность, что я могу помочь человеку, оказав ему моральную поддержку. Wir fahren aufs Land, etwa 150 Kilometer westlich von Moskau, in die Gegend von Možajsk. Unser Ziel ist ein Dorf namens Gridnjewo, ein durchschnittliches russisches Dorf, ohne fließendes Wasser und mit Plumpsklo im Garten. %80 der Menschen von Gridnjewo haben das Rentenalter erreicht. Es macht Mühe, auf dem Land überhaupt Jugendliche zu entdecken. In Gridnjewo sollen es 2 sein, hat man uns gesagt. Einen von ihnen treffen wir, als er gerade einer alten Frau wieder auf die Beine hilft, die im Schnee ausgerutscht war. Es ist Alexei. Er ist 18 Jahre alt. Alexei versteht überhaupt nicht, warum sich ein noch dazu westliches Fernsehteam für ihn interessiert. Hier sei doch nun wirklich nichts los. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, muss ich das Vieh füttern, erzählt Alexei eher lustlos. Er arbeitet als Mechaniker in einer Garage der hiesigen Sowjose, also dem landwirtschaftlichen Staatsgut. Zu Hause hält die Familie für sich eine Kuh, ein Kalb und 2 Schweine. Von unseren Dreharbeiten sind Alexeis Eltern ganz und gar nicht begeistert. Und so dürfen wir erstmal nicht ins Haus. Wir warten draußen, bis Alexei wieder herauskommt, um zusammen mit seinem Vater am Auto zu basteln. Der Beruf eines Mechanikers macht Alexei im Prinzip Spaß. Allerdings sei es in der Garage der Sowjose im Winter derart kalt, dass man schon am Vormittag total durchgefroren ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur daran liegen soll, dass Alexei ständig etwas bedrückt wirkt. Den tatsächlichen Grund dafür erfahre ich erst später. Wir streifen erstmal durchs Dorf auf der Suche nach dem anderen Jugendlichen, der hier noch wohnen soll. Wartende vor dem Lebensmittelladen, in dem übrigens Alexeis Mutter als Verkäuferin arbeitet. Aber noch ist geschlossen. Mit den Öffnungszeiten nimmt man das nicht so genau. Touren und von den jungen Kerlen sei. Aber er ist hier nur zu Besuch und wir ziehen weiter zum Haus, in dem der 16-jährige Kolja wohnt. Wir treffen Kolja hinterm Haus beim Holzhacken.
Koljas Familie ist vor 9 Jahren aus der Ukraine hergekommen, weil eine seiner Schwestern nach hier geheiratet hat. 5 Geschwister hat Kolja insgesamt. Er ist der Jüngste. Koljas Mutter ist zugänglicher und wir dürfen gleich ins Haus. Zum Abendessen ist Koljas kleiner Neffe zu Besuch. In dieser Küche und 2 Zimmern wohnt Kolja mit seiner Mutter und einem älteren Bruder. Kolja besucht eine technische Berufsschule und soll dann in der Sowjose arbeiten. So ist der vorgezeichnete Weg. Aber wer weiß, ob Kolja wirklich bleibt. Noch hält die Landflucht weiter an und in den Dörfern wird längst mehr gestorben, als Kinder geboren werden. Wenn Kolja sein Leben kurz charakterisieren sollte, was fiele ihm da ein, frage ich ihn. Darauf Kolja: Es ist uninteressant, mühsam und ziemlich langweilig. Koljas älterer Bruder Oleg ist nach Hause gekommen. Er hat den Armeedienst hinter sich und findet zurzeit keine Arbeit. Also repariert er für Freunde und Bekannte Radio- und Tonbandgeräte. Kolja leistet ihm Gesellschaft und Alexei schaut auch herein. Erst jetzt erfahren wir, dass Alexei übermorgen zur Roten Armee eingezogen wird. Daher also seine gedrückte Stimmung. Die Mutter sitzt in der Ecke und beobachtet mehr uns als ihre Söhne. Zeit ihres Lebens hat sie auf dem Lande als Melkerin gearbeitet. Jetzt ist sie 55 und kann in Rente gehen. Es ist schon eine merkwürdige Atmosphäre mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Denn Alexei ist traurig, weil er eingezogen wird. Und wie das hier in der Sowjetunion so üblich ist, keine Ahnung hat, wohin. Und er im ersten Jahr auch keinen Heimaturlaub bekommt. Was wird in diesem Jahr aus seinen Freunden? Kolja ist traurig, weil er nun als letzter Jugendlicher im Dorf übrig bleibt. Und Oleg lacht bitter, wenn man ihn fragt, wie er sich fühlt. Er findet keine Arbeit, er findet erst recht keine Wohnung. Mädchen gibt's hier in der Gegend auch nicht. Das nächste größere Dorf mit Kino und Diskothek ist 6 Kilometer weit weg und man kann ja schließlich nicht jeden Abend Fernsehen. Aber heute ist zum Glück Sonntag, also steht die Disco auf dem Programm. Und zu dritt erscheinen einem auch die 6 Kilometer zu Fuß nicht ganz so endlos. Die meisten kommen aus den umliegenden Dörfern hierher zu Fuß. Was bleibt also übrig, als in Stiefeln zu tanzen? Und da der Raum nur mäßig beheizt ist, lassen die Neuankömmlinge, die sich noch nicht warm getanzt haben, ihre dicken Jacken erst mal an. Wir hatten gehofft, heute Abend hier die Freundin von Alexei zu treffen, von der er uns beinahe verstohlen erzählt hat. Aber sie kommt nicht. Wahrscheinlich darf sie nicht, meint Alexei. Genau weiß er es nicht. Wie auch. Weder er noch seine Freundin haben Telefon. Schade, denn immerhin ist es ja einer seiner letzten Abende hier. Kolja muss nun langsam mal nach Hause. Morgen ist schließlich Montag und wieder Schule. Wir bleiben noch etwas. Montag früh 6 Uhr. Um diese Zeit muss Kolja das Haus verlassen, um etwa 1 Kilometer von hier den Bus zu erwischen. Mit dem fährt er dann etwa 30 Kilometer nach Możajsk in die Stadt, zur Berufsschule. Ohne unser Kameralicht wäre überhaupt nichts zu erkennen. Es ist stockfinster und eisekalt. In Koljas Klasse sagen uns die meisten, dass sie, wie ihre Eltern auch, in der Kolchose arbeiten wollen. Denn Landarbeit sei grundsätzlich ja gar nicht so schlecht, wenn nur die Technik nicht so vorsintflutlich wäre. Aber das soll sich ja bald bessern. So jedenfalls erzähle man ihnen jetzt dauernd.
Kolja sieht das alles locker. Noch 3 Jahre Schule, dann 2 Jahre Militär und wer weiß, was in 5 Jahren ist. Noch geht mir überhaupt nichts laufen. Erstaunlicherweise will keiner von den Jungen nach Moskau ziehen. Die Pause hat begonnen. Mittlerweile sind es 20 Grad minus. Wie ich mir hier die blassen Kinder ansehe, da kommt mir eine Zahl in den Kopf. 45% aller Schulabgänger sind chronisch krank und nur 25% sind wirklich gesund. Das sind offizielle sowjetische Angaben. Eine vergiftete Umwelt und miserable Ernährung sind schuld. Da kommt es dann auch schon nicht mehr darauf an, dass die meisten hier früh mit dem Rauchen beginnen. In der Sowjetunion ist es noch so, dass man als Jugendlicher rauchen muss, um dazu zu gehören. Es gibt eben vieles nachzuholen. Zurück ins Dorf nach Gridnjewo. Bei dem Wetter sind wir vorsichtshalber bei Tag schon hergefahren, obwohl die Abschiedsfeier für Alexei natürlich erst am Abend beginnt. Alexeis Eltern haben mittlerweile nichts mehr gegen uns einzuwenden und wir dürfen dabei sein. Alexeis Vater bringt den ersten Trinkspruch aus. Wir sind alle zusammengekommen, um dich gut zu verabschieden, mein Sohn. Sei uns nicht böse, wenn irgendwas zwischen uns nicht so gut gewesen ist. Du sollst ehrlich und fleißig dienen, wo immer du dienen wirst, damit du uns keine Schande machst. Austrinken muss man, wenn das, worauf man trinkt, in Erfüllung gehen soll. Dann diene mal gut da, sonst trinken wir nicht auf dich. In der ausgelassenen Fröhlichkeit schwingt ein wenig Verzweiflung mit, denn wer weiß, wann sie Alexei wiedersehen. Aber heute wird erstmal geschlemmt, gefeiert und getanzt. Mit dieser Art von Tanz hat auch die Dorfjugend nichts mehr im Sinn. Im Nebenraum machen sie ihre eigene Tanzmusik. Hier sehen wir auch endlich Alexeis Freundin. Natascha heißt sie und ist 16 Jahre alt. Aber heute hat sie für uns natürlich überhaupt keine Zeit. Wenn wir wollen, sollen wir mal wiederkommen, wenn Alexei weg ist. Am nächsten Morgen ist es soweit. Alexei und all die anderen, die heute einrücken, sitzen mit ihren engsten Angehörigen im örtlichen Kreiskommissariat, eine Art Kreiswehrersatzamt. Nicht nur Mütter weinen hier, denn um das noch mal ganz deutlich zu sagen, die Rekruten wissen auch jetzt noch nicht, an welchem Ort in diesem riesigen Land sie stationiert sein werden und wo sie zum Einsatz kommen. Afghanistan ist zwar vorbei, aber dafür ist Krieg im Kaukasus. Wie wir erst später erfahren, steht Natascha draußen vor dem Tor. Da sie keine Verwandte ist, wird sie nicht vorgelassen. Wie es dieser Pfiffikus geschafft hat, seine Freundin einzuschleusen, verrät er nicht. Alexei ist jetzt über 2 Wochen weg und wir wollen Natascha besuchen. Der Ort heißt Schochowo, ein Dorf, auch wenn es nicht so aussieht. In einem dieser Häuser wohnt Natascha mit ihren Eltern und 2 Geschwistern. Ihre Mutter war Volksschullehrerin von Beruf, ist dann aber Melkerin in einer Kolchose geworden, damit die Familie hier eine Wohnung bekam. Natascha hat bereits Besuch von ihrer Freundin, aber erstmal wird gesaugt. Solche Arbeiten bleiben an ihr oder ihrer Schwester hängen. Der jüngere Bruder rühre keinen Finger, sagt sie uns. Wie fast in jedem sowjetischen Haushalt läuft pausenlos der Fernsehapparat. Natascha weiß übrigens immer noch nicht, wo Alexei ist, denn noch hat sie keine Post von ihm. Sie will auf ihn warten und ihn heiraten, verrät sie mir. Und nicht mehr als 2 Kinder haben. Auf keinen Fall 6, wie ihre Mutter. Nataschas Mutter ist nach Hause gekommen vom Einkaufen.
Sie war etwas geschockt, weil die Kinder im Hof ihr gesagt hatten, in ihrer Wohnung seien irgendwelche Ausländer. Und Natascha hatte ihr nichts von uns erzählt. Aber ich habe schon gemerkt, dass Natascha es gewohnt ist, Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen. Noch in der Sowjetunion kein allzu weit verbreitetes Verhalten. Nataschas Mutter reagiert zum Glück freundlich und die beiden widmen sich den Erfolgserlebnissen des heutigen Einkaufs. Ein zukünftiger Beruf spielt für Natascha keine allzu große Rolle. Sie lernt zwar hier in der polygraphischen Berufsschule, aber sie erzählt freimütig, dass ihr das alles maßlos stinkt. Und das hängt nicht nur mit der langweiligen und zum Teil schmutzigen Arbeit zusammen. In einem Land, in dem über 90% aller Frauen berufstätig sind, fällt auf, dass gerade junge Frauen zunehmend danach streben, nicht berufstätig sein zu müssen, sondern sich in Ruhe um Familie und Kinder kümmern zu können. Natascha macht da keine Ausnahme. Und sie hat sich das alles schon genau zurechtgelegt. Weil sie eine Art Stipendium erhält, müsste sie nach ihrer Ausbildung erst mal 2 Jahre hier weiterarbeiten. Wenn sie ein Kind bekommt, entfällt diese Verpflichtung. Also wird sie ein Kind bekommen. Ich riskier's und frage Natascha direkt, was Perestroika für sie bedeutet. Ihre Antwort bringt auf den Punkt, was die Mehrzahl der Jugendlichen denkt. Für Politik interessiere ich mich im Prinzip nicht. Aber was sich zurzeit in unserem Lande abspielt, da scheint mir, es wird zu viel geredet und zu wenig getan. Auch im Parlament wird jede Menge nur darüber geredet, was alles getan werden müsste. Aber wirklich getan wird praktisch nichts. Momentaufnahmen. Sie dürfen fast alles, aber kaufen können sie sich fast nichts. Sie sind weder orthodoxe Kommunisten noch unkritische Westbewunderer. Und die meisten ahnen, dass ihre Generation die Besserungen einer neuen Politik noch nicht erleben wird. Wer etwas über ihr Lebensgefühl erfahren will, muss sich ihre Lieder anhören. Für Selbstmitleid ist da kein Platz. Die Texte sind eher kämpferisch. Wir sind alle Erbsen. Euch hat man verkocht, uns nicht. Aus Erbsen werden Kugeln und damit schlagen wir alle Wände der Welt ein. Man kann dieser Jugend so leicht nichts mehr vormachen. Und das schreien sie in ihren Liedern heraus. Man hat uns immer erzählt, wie großartig hier alles sei. Und nun stellt sich heraus, man hat uns betrogen. Sie sind entschlossen, sich für nichts und niemanden mehr verheizen zu lassen. In blutig bösen Videoclips singen sie vom Bürgerkrieg, von dem sie nichts wissen wollen. Wer hat euch gesagt, dass ich euch gehöre? Macht, dass ihr wegkommt und lasst mich in Ruhe. Вашей гражданской войной. Если вам нужен я, так я не хочу быть собой. Оставьте меня. Кто вам сказал, что я ваш? Да, я имею блажь. Выбираю мажорный прикид, играя траурный марш, играя траурный марш, играя траурный марш.